Wer hat nicht schon mal davon geträumt, seine alte Atari auf dem VGA-Monitor zu spielen? Was wir als allererstes brauchen, um diesen alten Menschheitstraum zu verwirklichen, ist ein guter alter Videorekorder. Im Grunde genommen, es muss jetzt nicht unbedingt ein Videorekorder sein per se, aber eigentlich ein Eingabegerät, in das man ein RF-Signal einstecken kann, das halt eben dann auch wieder eine Videoausgabe hat. Darum geht es im Kern hier. Und im Grunde genommen würde jetzt ein oller SCART auf VGA-Adapter, den es um 7-8 Euro auf eBay zu kaufen gibt, auch vollkommen reichen. Aber warum so einfach machen, wenn es kompliziert auch geht? Deswegen nehmen wir noch dieses Ding her. Das hier ist ein sogenannter Digital Video Scaler DVS 100 der Marke Extron. Ich habe das Gerät vor ein paar Wochen gekauft, weil ich es für einen Zweck verwenden wollte, der dann irgendwie nicht funktioniert hat. Jetzt habe ich dieses Teil und jetzt denke ich mir gerade halt Projekte aus, mit denen ich das Ding doch nutzen kann, und voilà. Ich glaube, selbst Sega wäre nicht auf diese Idee gekommen, oder? So viel Zeug aufeinander zu stapeln. So, wie gehen wir die Lösung dieser spannenden Aufgabe jetzt an? Zunächst einmal müssen wir ja den RF-Output der Atari mit dem RF-Input des Videorekorders verbinden. So sieht das Ganze jetzt mal aus. Kann man das vielleicht irgendwie so hinziehen, dass es nicht ganz im Bild steht. Jawohl. Das ist Schritt 1. Als nächstes nehme man einen AVI Composite SCART Adapter. Der geht in die Output-Position und kommt hier hinein. Damit wird dann von hier aus der Sound und das Bildsignal ausgegeben. Als nächstes nehmen wir ein Cinch-Kabel hier rein und dieses kommt über so einen Klinkenadapter hier. So, jetzt entfernen. Hier. So, jetzt haben wir das Videosignal praktisch über den Videorekorder ausgegeben auf den Videoscaler hier. Das Problem ist jedoch, das Ding kriegt jetzt nur das Bild, jedoch kein Audio. Und VGA, der Output hier, das können wir jetzt auch direkt mal einstellen, der nimmt ja nur für den Monitor ein reines Bildsignal auf. Also, nachdem das hier eingesteckt ist bildtechnisch mal für alles gesorgt. Fürs Audio jedoch brauchen wir jetzt natürlich die beiden hier. Und jetzt braucht es irgendeine Ausgabequelle, also irgendwelche Lautsprecher, die entweder diese hier haben oder man nimmt sich halt so ein Adapterding wie das hier, was ich da habe. Und ich werde es tatsächlich, um es nochmal super kompliziert zu machen, so machen, dass ich das hier in mein Line-In des PCs reinstecke, weil ich sonst nichts anderes habe. Also die Lautsprecher, die ich habe, die haben so eine Öffnung, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich zeige das mal. Also das ist so ein bisschen schräg hier und ich komme halt mit dem Ding nicht ganz rein. Das hier, das stört, ja, und dann ist es doof, ja. Deswegen ins Line-In des PCs und über die PC-Lautsprecher als Ausgabe.
Ja, und so sieht das ganze Konstrukt jetzt aus. Natürlich brauchen wir noch ein Spiel. Natürlich Missile Command. So, jetzt haben wir alles unter Strom gestellt. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Wir schalten den Videorekorder ein. Und voilà, da ist jetzt ein Signal. Der Extron DVS 100 nimmt es tatsächlich wahr. Wir schalten die Atari als nächstes ein. Aha. Wechseln das Programm auf dem Videorekorder auf 2. Und ja, jetzt sehen wir Missile Command auf einem VGA-Monitor. Das Schöne an diesem Scaler ist, und ich glaube, das ist vielleicht der einzige rationale Vorteil dem gegenüber, als jetzt einfach ein SCART-Kabel auf VGA zu nehmen, ist, dass ich nochmal die Möglichkeit habe, Farbsättigung separat einzustellen. Tun wir sie mal auf plus 50. Ich kann auch nochmal die Helligkeit der ganzen Ausgabe, also das wäre die Helligkeit auf Default. Und über das Ding kann ich dann die Helligkeit nochmal deutlich nach oben setzen. Tun wir sie mal auf Maximum. Und das gleiche gilt dann auch für den Kontrast. Also eigentlich ein geiles Gerät, nur ich habe aktuell keinen wirklichen Nutzen dafür, deswegen nutze ich es jetzt für diese Spielchen hier. Ja, jetzt probieren wir das mal zu spielen. Tja, und so kriegt man Missile Command Atari auf ein VGA. Gern geschehen.